Willkommen zu unserem 4. Adventsvideo. Ich lese heute ein Stück aus dem Matthäusevangelium vor. Die Gelehrten aus dem Morgenland, Teil 4 der Weihnachtsgeschichte. Einige Zeit bevor Jesus geboren wurde, gab es ein paar Gelehrte, die die Sterne erforschten. Sie lebten weit östlich von Israel, im Morgenland. Das ist im heutigen Mittleren Osten. Eines Nachts entdeckten sie eine außergewöhnliche Sternenkonstellation, die sehr selten ist. Nachdem sie ihre Bücher durchforscht hatten, fanden sie heraus, dass diese Sternenanordnung bedeutete, dass in Israel ein neuer, ganz besonderer König geboren wurde. Sie machten sich auf eine weite Reise, die sie zur Hauptstadt von Israel, Jerusalem, führte. Dort suchten sie den König, weil sie dachten, er hätte einen Sohn. Der König befragte seine Gelehrten, die sich mit der Heiligen Schrift, der jüdischen Bibel, auskannten, und schickte sie weiter nach Bethlehem. Bald fanden sie Jesus mit seinen Eltern im Stall. Sie waren voller Freude, als sie ihn sahen, und machten ihm wertvolle Geschenke: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm: In Bethlehem, in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten. Und du, Bethlehem im Lande Juda, bist mitnichten die kleinste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr's findet, so sagt mir's wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da ihnen im Traum befohlen wurde, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Die Geschichte von den 4 Königen. Also eigentlich sind es ja 3 Weise, die aus dem Morgenland kommen. Manchmal werden die als König bezeichnet. Aber auf jeden Fall der 4. war ein echter König, Herodes. Herodes ist die klassische Schattenfigur der Weihnachtsgeschichte. Also was Darth Vader in Star Wars ist, das ist Herodes. Herodes steht für alles Negative. Er veranlasst zuerst eine Steuerzählung, nur damit er noch mehr Geld eintreiben kann. Und später, als er von Jesus erfährt, ließ er alle Kinder bis 2 Jahre töten, nur damit niemand ihm seinen Thron streitig machen kann. Und außerhalb der Bibel wird Herodes ähnlich als negative Figur dargestellt. Zuerst hat er seine Frau getötet, danach ließ er 2 Söhne als Thronerben ausbilden, und als sie im richtigen Alter waren, bekam er Angst, dass sie zu zeitig die Thronfolge antreten, und ließ sie auch töten. Also ein wirklich böser Mensch. Aber in unserer Geschichte trifft er einmal in einem kurzen Moment eine gute Entscheidung. Da kommen die Weisen aus dem Morgenland und sie erzählen ihm von einem neuen König. Was muss das in Herodes ausgelöst haben? Ich vermute, in dem Moment stieg in ihm ein Gefühl hoch von Wut, von Trauer vielleicht, von Ratlosigkeit.
Und in dieser Situation weiß er nicht weiter. Er fragt sich, was er machen soll, und kommt der Mann, der sonst die Entscheidungen trifft, kommt mit seiner Weisheit an die Grenzen. Und da hat er eine Idee. Er fragt die Schriftgelehrten. Also er ist absolut kein frommer Mann, aber in dem Moment, wo er eine wirkliche Antwort sucht, denkt er sich, ich könnte doch mal in der Bibel nachschauen. Und so kommt es, dass die 3 Weisen nach Bethlehem geschickt werden. Antworten finden wir in der Bibel. Ein Schlagwort unserer Zeit ist Pluralismus. Das heißt, jeder hat irgendwie mit seiner Meinung recht. Wir lassen den anderen einfach stehen und gehen davon aus, dass seine Meinung auch Wahrheit ist, eben seine Wahrheit. Und so können nebeneinander ganz unterschiedliche Wahrheiten existieren. Der große Nachteil daran ist, dass es keine allgemeingültige Wahrheit mehr ist. Wenn jeder so ein bisschen Recht hat, dann nützt mir das nur, solange mir eigentlich alles egal ist. Aber wenn ich wirklich anfange, Antworten zu suchen, wenn ich wirklich Fragen zu stellen, die mich selber, die mein Leben, meine Existenz betreffen, dann helfen mir viele verschiedene Antworten absolut nicht weiter. Herodes hat in einer schweren Situation eine Antwort gebraucht, die ihm wirklich hilft. Und er hat in die Bibel geschaut. Und wenn wir Fragen stellen zu unserem Leben, zu unserer Existenz, hat die Bibel eine wunderbare Antwort. Wir sind nicht nur ein Teil der Gesamtgeschichte aus einer Evolution entstanden, einem Mix zwischen Glück und Zufall, sondern wir sind geschaffen, ein Teil von Gottes Plan. Herodes hat an einem Moment nach Gottes Plan gefragt, und das hat ihm einen Platz auf ewig in der Weihnachtsgeschichte verschafft. Wenn wir beginnen, nach Gottes Plan für unser Leben zu fragen, dürfen wir erleben, wie wir Teil werden können von Gottes Plan, wie wir wie die Weisen Jesus an der Krippe begegnen können, wie wir merken, unser Ziel ist nicht mehr eine Möglichkeit, unser Leben ist nicht mehr eine Möglichkeit von vielen, eine Wahrheit von vielen, sondern unser Leben hat ein Ziel in Gottes großen Plan. Wenn du mehr dazu wissen willst oder wenn dich das interessiert, dann lade ich dich ein, vielleicht einmal die Weihnachtsgeschichte durchzulesen oder die Bibel in ganz anderen Geschichten durchzulesen. Einfach mal einen Freund zu fragen, der Christ ist, oder einen Pfarrer. Gott hat Antworten für dein Leben, die du außerhalb von der Bibel nur schwer finden wirst. In dem Sinne wünsche ich dir eine gesegnete Adventszeit.